Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute kochen wir nicht und wir backen auch nicht, sondern heute gibt es mal ein Dessert bei mir. Und zwar machen wir heute was Leckeres mit Bananen. Bananen eignen sich hervorragend für Desserts, vor allem wenn sie überreif sind. Und da ich so braune Bananen selbst nicht gerne esse, verwende ich sie dann gerne für Desserts. Wie dieses leckere Bananendessert funktioniert, das zeige ich euch heute. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Dessert benötigt ihr folgende Zutaten: 3 reife oder überreife Bananen, ein paar Kekse, ich habe hier welche mit Schokolade genommen, ein bisschen Vanilleextrakt, 2 Esslöffel Zucker, 250 Gramm Joghurt und 2 Packungen Mascarpone. Alle Zutaten mit Mengenangaben und die Beschreibung des Rezepts findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Zuerst entfernen wir die Schale der Banane und schneiden sie dann in gleichmäßig dünne Scheiben. Diese Bananenscheiben verwenden wir später als Dekoration für unser Bananendessert. Was macht ihr eigentlich so mit euren übrig gebliebenen Bananen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Dieses Dessert, das geht wirklich sehr schnell und ist in etwa 10 Minuten komplett fertig zubereitet. Auch die anderen beiden Bananen schälen wir und schneiden sie dann in kleine Stückchen. Dann werden sie mit dem Pürierstab richtig schön fein püriert. Es sollten nach Möglichkeit keine Stückchen mehr vorhanden sein. Falls ihr keinen Pürierstab haben solltet, könnt ihr dies auch mit der Gabel machen. Das dauert nur deutlich länger. Mit einem Pürierstab geht das ratzfatz. Jetzt geben wir beide Becher Mascarpone in eine tiefe Rührschüssel. Wer keine Mascarpone mag, der kann ersatzweise auch Magerquark nehmen. Falls ihr Magerquark nutzen solltet, rührt ihn einfach mit etwas Milch schön cremig an. Die Mascarpone, die wird jetzt mit dem Mixer richtig schön cremig gerührt. Ich rühre das Ganze jetzt für ungefähr 2 Minuten mit dem Mixer auf höchster Stufe. Und so schön cremig sollte das Ganze dann aussehen. Als nächstes geben wir 250 Gramm Joghurt dazu. Ich habe hier 3,5%igen genommen. Ihr könntet auch 1,5%igen nehmen. Wer es besonders cremig mag, nimmt einfach griechischen Joghurt. Dann geben wir die 2 Esslöffel Zucker und circa ungefähr 1 Teelöffel von dem Vanilleextrakt dazu. Jetzt wird das Ganze mit dem Mixer auf höchster Stufe noch einmal richtig kräftig verrührt. Das dauert jetzt so circa ungefähr 3 Minuten. Denn die Kristalle aus dem Zucker sollen sich komplett auflösen. Nun fehlen noch unsere pürierten Bananen. Die geben wir jetzt zu unserer Mascarpone-Masse dazu. Auch die pürierten Bananen rühren wir jetzt noch einmal kurz mit unserem Mixer auf höchster Stufe unter. So entsteht dann eine schöne, cremige und fluffige Masse. Ich liebe so einfache, schnelle Desserts einfach, die nur wenig Arbeit machen. Nach dem kräftigen Rühren mit dem Mixer nutzen wir jetzt noch einmal den Schneebesen, um alles miteinander zu verrühren. Denn oft, gerade so am Rand und am Boden, kommt man mit dem Mixer nicht so gut dran. Deshalb empfiehlt es sich, mit dem Schneebesen nochmal die ganze Masse einmal kräftig durchzurühren. Und wie ihr hier sehen könnt, ist die Masse jetzt richtig schön luftig und cremig geworden.
Im nächsten Schritt zerbröseln wir unsere Kekse mit der Hand. Ich habe hier so Butterkekse mit Schokoüberzug genommen. Ihr könnt hier aber einfach eure Lieblingskekse verwenden. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich finde, bei diesem Dessert sollten die Kekse nicht zu krümelig sein. Deshalb zerbrösel ich sie hier lieber mit der Hand. So kann man am besten selbst entscheiden, welche Größe die Kekskrümel am Ende haben sollen. Ich finde zu diesem Dessert einen schönen Crunch am besten. Deshalb zerbrösel ich die Kekse hier nicht zu klein. Ich fülle das Ganze hier als Schichtdessert in breite Gläser ab. Zuerst die Mascarpone-Creme, dann ein bisschen von dem Kekscrunch und darüber dann ein paar Bananenscheiben. Darauf mache ich dann wieder eine Kelle Mascarpone-Creme, wieder von dem Kekscrunch und nochmal ein paar Bananenscheiben. Das Ganze bedecke ich dann mit der Mascarpone-Creme und streue noch ein paar von den Keksen darauf. So kann man das Dessert später wunderbar löffeln. Mit einem schönen Löffel durch alle Schichten durchgehen und es schmeckt dann wirklich fantastisch. Wie ihr das Dessert schichtet, ist letztendlich euch selbst überlassen. Ich zeige euch hier noch eine zweite Variante. Hier fange ich mit Kekskrümeln an, gebe dann ein bisschen von der Mascarpone-Creme und Bananen darüber. Dann wieder ein paar Kekse, noch ein bisschen Mascarpone-Creme und wieder Bananen. Über den Bananen noch mal ein paar Kekse, nochmals Mascarpone-Creme und in diesem Fall habe ich mich dann entschieden, das Dessert mit Bananen abzuschließen. So habe ich euch zwei verschiedene Varianten gezeigt. Die Zutaten reichen insgesamt für 4 solcher Gläser. Das Dessert kann sofort gegessen werden oder eine Zeit lang kühl gestellt werden. Ich persönlich esse es am liebsten ein bisschen kühler und lasse es 2 Stunden im Kühlschrank durchkühlen. Und hier ist es, unser leckeres Ergebnis. 2 verschiedene Varianten von dem gleichen Dessert. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!